Man sagt, jedes Geheimnis beginnt an einem unscheinbaren Ort. Für viele ist Tanglewood nur ein kleines Vorstadthaus. Doch wer lange genug forscht, erkennt, dass dieser Ort mehr ist. Der Kern einer Kette von Ereignissen, die die Welt für immer heimsuchen. 2020 lebte eine Familie in Tanglewood. Eine Mutter namens Lisa und ihr Ehemann lebten dort mit ihrem Sohn. Ihr Sohn liebte das neue Haus. Klein, aber doch geräumig. So musste er nicht mehr ganz so viel beim Putzen helfen. Am meisten aber freute er sich darauf, schon bald eine kleine Schwester zu bekommen. Denn seine Mutter war im 8. Monat schwanger. Sie hatten sogar bereits einen Namen: Nancy. Mit der Zeit wurde der Sohn jedoch seltsam still. Er erzählte von Augen, die durch die Luftschlitze seines Kleiderschranks starrten, von Stimmen, die aus der Tiefe des Kellers drangen, und von unheilvollen Geräuschen in der Garage. Manchmal meinte er auch, leises Kratzen an den Wänden zu hören, das abrupt verstummte, sobald er lauschte. Doch seine Eltern glaubten ihm nicht. Sie führten seine Erzählung auf Albträume zurück, die durch zu viele Videospiele ausgelöst wurden. Ganz wohl war Lisa dennoch nicht. Auch sie spürte immer wieder diese unheimliche Kälte, die plötzlich in Kreisen durch das Haus zog. Ein unsichtbarer Hauch, der sich stets an anderen Stellen zeigte, begleitet von kaum hörbaren Geräuschen wie fernes Atmen oder ein leises Knarren, das aus dem Nichts zu kommen schien. Eines Nachts brach plötzlich der Alarm des Autos in der Garage los. Die Familie schreckte aus dem Schlaf. Der Sohn stürmte ins Schlafzimmer, schweigend, und vergrub sein Gesicht in den Armen seiner Mutter. Der Vater griff nach der Taschenlampe. Das Licht im Haus war erloschen. Draußen tobte ein Gewitter, der Himmel unnatürlich rötlich verfärbt, während ein Blutmond wie ein böses Omen über dem Haus hing. Doch die Familie nahm dies kaum wahr, gefangen in der wachsenden Angst vor dem Lärm aus der Garage. Der Vater schlich vorsichtig dorthin, während der Regen unbarmherzig gegen die Scheiben peitschte. Auf seinem Weg hörte er ein leises Tropfen, obwohl kein Wasser zu sehen war, und das schwache Schnarren, als würde etwas Unsichtbares die Wände entlang kriechen. Zunächst fand er nichts, und er versuchte sich einzureden, dass nur das Unwetter die Alarmanlage ausgelöst habe. Doch dann umfing ihn eine eisige Kälte. Vor seinen Augen zeichneten sich schemenhafte Hände ab, wie Schatten aus einer anderen Welt. Bevor er reagieren konnte, hörte Lisa ein dumpfes Poltern, als sei ihr Mann zu Boden geschlagen worden. Sie rief nach ihm, bekam jedoch keine Antwort. Verzweifelt griff sie nach ihrem Handy und wählte 911, doch der Bildschirm flackerte nur noch schwach, bis es ganz den Geist aufgab. In der bedrückenden Stille knisterte es leise in den Wänden, als würde jemand atmen. Nach zögerlichen Minuten flüsterte sie ihrem Sohn zu, er soll im Zimmer bleiben. Sie selbst trat hinaus auf den Flur. Dort zog ein kalter Nebel lautlos durch die Dunkelheit, begleitet von einem wahrnehmbaren Summen, als ob unsichtbare Stimmen miteinander flüsterten. Sie hielt inne, den Blick voller Entsetzen, bevor sie dennoch weiterging. Zwischen Keller und Garagentür waren Flecken, als hätte man etwas aus der Garage in den Keller gezogen. Unterdessen erschien dem Sohn eine Gestalt am Fußende seines Bettes. Ein Kind ohne Haare, das Gesicht der Wand zugewandt. Ein kaum hörbares Flüstern hallte in seinen Kopf. Flieh! Doch er war wie gelähmt vor Furcht, unfähig, sich zu rühren. Lisa erreichte schließlich die Tür zur Garage. Doch sie ließ sich nicht öffnen. Stattdessen krachte die Kellertür mit Gewalt auf. Unten sah sie eine Schattengestalt, die über den reglosen Körper ihres Mannes lauerte, während schwarze Finsternis ihn verschlang. Rotes Licht begann unheilvoll zu flackern, als würden die Wände bluten, und aus der Tiefe drang ein unnatürliches Grollen, als würde der Keller selbst atmen. Panik packte sie. Sie schrie nach ihrem Sohn. In diesem Moment drehte sich die Gestalt im Schlafzimmer um. Dort, wo eigentlich ein Gesicht hätte sein müssen, klaffte nur ein schwarzes Loch voller Zähne. Aber wieder rauchte die Stimme, »Flieh!« Diesmal riss der Junge sich von seiner Angst los, rannte schreiend aus dem Zimmer direkt in die Arme seiner Mutter. Gemeinsam stürzten sie zur Haustür, doch diese blieb verschlossen, wie von unsichtbarer Hand, versiegelt. Da erblickte auch Lisa das gesichtlose Kind im Wohnzimmer. Ihr Schrei mischte sich mit dem ihres Sohnes, doch dann trat eine größere, tiefschwarze Gestalt aus den Schatten. Das geisterhafte Kind wich ängstlich zurück und verschwand.
Im nächsten Moment packte eine unsichtbare Macht Lisa, presste sie gegen die Haustür und schleuderte sie an die Decke. Sie klammerte sich verzweifelt an eine Lampe, während ihr Sohn entsetzt nach ihr rief. Doch plötzlich wurde auch er zu Boden gerissen, gewaltsam in sein Zimmer geschleudert und in den Schrank gezogen. Sein Schreien erlisch abrupt und nur ein widerliches Knacken, als würden Knochen wie Papier zerknüllt, hallte durch das Haus. Doch im selben Augenblick gab die Lampe nach. Lisa wurde in Richtung Keller gezerrt, schlug hart auf den Boden und wurde schließlich in die gähnende Dunkelheit des Kellers hinabgerissen. Seit diesem Abend gilt Tanglewood als Hotspot für Geisterjäger, denn als eines Tages die Polizei prüfte, warum die Familie nicht mehr gesehen wurde, fand sie nur ein ganz normales Haus, welches scheinbar fluchtartig verlassen wurde. Keine Spur der zerstörten Lampe oder sonstiges. Doch war dies nur der erste Vorfall nach einem, der bereits vor 33 Jahren dort für Unruhe sorgte. Tanglewood war in den späten 80ern ein Treffpunkt für Jugendliche. Sie lebten Geistergeschichten, Horrorfilme und die damals populären Do-it-yourself-Rituale aus alten Büchern und obskuren Magazinen. Anfangs war es nur ein Spiel, Kerzen, improvisierte Bannkreise, ein paar Flohmarktfunde. Doch eines Nachts war etwas anders. Niemand weiß, ob sie die richtigen Worte sprachen, die Symbole falsch zeichneten oder einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Niemand überlebte oder tauchte jemals wieder auf, um zu berichten, was genau geschah. Manche Aufzeichnungen sprechen von einer plötzlichen Dunkelheit, die die gesamte Nachbarschaft erfasste. Andere von Schreien, die nie mehr aufhörten. Sicher ist nur, die Jugendlichen verschwanden spurlos. Und zurück blieben die Dinge, die sie für ihre Rituale benutzt hatten. Verwandelt, durchdrungen von der fremden Macht, die sie entfesselt hatten. Der Spiegel, kein Glas mehr, sondern ein Fenster, das für kurze Momente die Wahrheit hinter dem Schleier zeigt. Die Tarotkarten, einst harmlose Spielkarten, jetzt Träger des Schicksals, das über Leben und Tod entscheidet. Eine Musikbox, ihre Melodie so süß und zugleich tödlich. Sie zieht Geister an wie ein Leuchtfeuer die Motten. Das Ouija-Brett, früher ein Spiel, heute ein Tor für Stimmen, die schweigen sollten. Die Knochen, bloße Requisiten, nun Überreste, die nicht bestattet werden können, weil sie mit der Wunde zwischen den Welten verbunden sind. Die Affenhand, ein makabrer Talisman, der Wünsche erfüllt, aber jedes Mal einen neuen Spalt in die Barriere reißt. Der Beschwörungskreis, einst aus jugendlichem Übermut gezeichnet, heute ein Siegel, das Geister direkt ins Diesseits zerrt. Die Voodoo-Puppe, eine lächerliche Attrappe, die nun den Willen eines Geistes erzwingen kann, um den Preis unermesslicher Wut. Diese Gegenstände sind mehr als nur verflucht. Sie sind Fragmente einer Macht geworden, die wir nicht verstehen. Und überall dort, wo sie auftauchen, öffnen sich neue Risse. Welche Risse, fragst du dich? Lange hielt ich die Geschichte von den sogenannten Rissen, den Wunden zwischen den Dimensionen, vielleicht sogar zwischen ganzen Universen, für Aberglauben. Doch Jahre voller Nachforschung, Nächte in Archiven, uralte Berichte in staubigen Bibliotheken und Gespräche mit Gelehrten, deren Alter ihre Körper längst hätte zerbrechen müssen, die mir jedoch unnatürlich vital erschienen, führten mich zu einer beunruhigenden Entdeckung. Ich begann Messungen durchzuführen, elektromagnetische Felder, Temperaturabfälle, Störungen in Funksignalen. Was mir auffiel, an jedem heimgesuchten Ort, aber besonders in Tanglewood, gab es Stellen, an denen Geräte nicht nur reagierten, sie versagten vollständig. Batterien entluden sich schlagartig, Kameras zeigten nur noch Rauschen und Funksprüche verstummten, als hätte die Luft selbst den Klang verschluckt. Diese Störungen folgten kein Zufall, sie wiederholten sich, bildeten Muster, als wären es Knotenpunkte, Orte, an denen die Realität dünner, brüchiger wirkt. Genau dort sind die Geister am stärksten. So entstand meine Theorie der Risse, unsichtbare Narben in der Barriere zwischen den Welten. Man kann sie nicht sehen, nicht berühren, doch man kann messen, wie sie die Realität verzerren. Und das Erschreckendste daran, je länger man sie beobachtet, desto klarer erkennt man, dass sie wachsen. Langsam, aber doch unaufhaltsam. Doch hier beginnt das eigentliche Grauen. Niemand weiß genau, was diese Risse wirklich sind.
Manche Forscher beschreiben sie als Wunden in der Realität, andere als Echos einer fremden Welt. Es gibt Theorien, dass sie nicht nur Geister hindurchlassen, sondern die Struktur unserer Welt selbst verändern. Unmerklich, aber unumkehrbar. Die meisten jedoch lachten über meine Fragen. Natürlich, wer glaubt schon an Geistergeschichten? Und doch wiederholen sich die Muster. Häuser, die plötzlich heimgesucht werden. Schulen, in denen Stimmen flüstern. Farben, über deren Felder Schatten ziehen. Überall dort, wo eines oder mehrere dieser verfluchten Items gefunden wurden. Aber wie erreichen sie diese Orte? Bringt sie jemand dorthin? Haben sie einen eigenen Willen? Oder wirkt die Macht, die die Jugendlichen damals entfesselten, bis heute und dehnt ihren Einfluss immer weiter aus? Denn immer mal wieder werden neue Orte entdeckt, an denen Geister auftauchen. Manche uns lange bekannte Orte scheinen sich sogar zu verwandeln. Eine einst runtergekommene Farmhütte ist plötzlich ein luxuriöses Haus. Es ist, als ob die Risse Orte verschlingen und wieder ausspucken. Verzerrt, verändert, fremd. Wieso aber schenkt niemand diesem Wandel größere Aufmerksamkeit? Jäger besuchen diese Orte weiterhin auf der Suche nach Geistern, als wäre nichts passiert. Oder habe ich vielleicht bereits den Verstand verloren? Ich glaube, die Orte selbst sind nicht verflucht. Sie sind Opfer. Opfer der Risse, die sich ausbreiten wie Narbengewebe. Und jedes Mal, wenn jemand einen verfluchten Gegenstand benutzt, jedes Mal, wenn ein Ritual vollzogen wird, reißt diese Wunde tiefer. Es gibt inzwischen Zusammenschlüsse von diesen gerade erwähnten Jägern, oder besser gesagt Geisterjägern, die diese Orte immer wieder betreten, selbst nach Todesfällen. Sie glauben zu helfen, doch vielleicht verschlimmern sie die Lage nur. Denn warum kehren die Geister immer wieder zurück? Priester reisen an, um zu bannen, nachdem ein Geist dort kategorisiert wurde. Doch selbst das gelingt nicht immer. Der Begriff Geist ist ohnehin irreführend. Ich habe 24 verschiedene Arten dokumentiert. Und nicht alle sind gleich. Manche scheinen älter, fremdartiger, als hätten sie diese Welt schon bewohnt, bevor wir existierten. Besonders fürchte ich diese Wesen, die man Revenant und Djinn nennt. Doch selbst sie verblassen im Schatten des Mimics, einer Entität, die die Eigenschaften vieler anderer vereint. Vielleicht ist es ein Nekromant, vielleicht etwas Schlimmeres, das direkt mit dem Riss verbunden ist und sich an den Kräften der anderen Geister bedient. Aber genug davon. Ich habe ganze Kapitel darüber niedergeschrieben. Ich fürchte nur eines. Diese Fälle werden niemals enden. Nicht solange wir die Ursprungsgeister nicht finden. Jene erste Erscheinungen, die an den Orten entstanden, an denen ein verfluchter Gegenstand den ersten Riss aufriss. Doch ich selbst kann nicht länger weitersuchen. Keine weiteren Forschungen, keine weiteren Expeditionen. Denn was auch immer in Tanglewood erwachte, ist mächtiger als alles, was ich bisher gefunden habe. Und es will mein Leben. Ich habe zu tief gegraben. Wir dachten, wir jagen Geister. Doch die Wahrheit ist schlimmer. Wir jagen die Folgen eines Fehlers. Ein Fehler begangen von Jugendlichen, die glaubten, sie könnten die Regeln der Welt beugen. Heute weiß ich, dass die Risse real sind. Doch niemand weiß, wie man sie schließt. Ich fürchte, sie wachsen. Und dass die Welt selbst brüchig wird. Eines jedoch weiß ich, wer zu viel darüber erfährt, überlebt selten lang genug, um es weiterzugeben. Darum schreibe ich dies nun aus meinem Bunker nieder, geschützt von allem, was gegen diese Wesen helfen könnte, doch ich spüre es. Etwas hat mich gefunden. Es zerrt an meiner Seele, es trachtet nach meinem Leben. Ich weiß nicht, was es ist, nur, dass, wenn meine Abwehr versagt, es mich in die Dunkelheit reißen wird.